Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. In diesem Video lernst du, wie du so einen Ring machen kannst. Er ist sehr zart und doch stabil. Man kann ihn sehr gut anziehen, er trägt sich leicht und angenehm. Wir umknüpfen diese Perle. Du lernst vertikale Rippenknoten und den Iglu-Knoten. Und du lernst, wie man diesen Ring unsichtbar schließt. Aus dem gleichen Muster kannst du auch ein Armband machen. Das benötigte Material für den Ring kannst du unten in der Beschreibung nachlesen. Einen 70 cm Faden mittig oben einspannen. Zwei 50 cm Fäden mittig rechts daneben einspannen. Den 70 cm Faden über die beiden anderen 50 cm Fäden legen und diese 50 cm Fäden mit einem doppelten Halbschlag auf den 70 cm Faden aufknoten. Du legst einen Swimmingpool, springst in diesen Pool rein und ziehst fest. Und das machst du mit jedem Faden zweimal. Es folgt ein kleines Würmchen mit 8 Halbschlägen. Weil ich nicht gut nach oben knoten kann, verwende ich jetzt hier diesen Iglu-Knoten. Dazu lege ich den Iglu über den Leitfaden und dann mache ich einen Swimmingpool, dann wieder diesen Iglu, gehe von unten heraus, dann wieder den Swimmingpool und so weiter, bis du 8 Halbschläge hast. Die 0,35 mm Fäden sind sehr dünn. Ich hoffe, du kannst trotzdem erkennen, was ich mache. Auf der anderen Seite mache ich jetzt immer spiegelbildlich genau das Gleiche, auch wenn ich das nicht jedes Mal extra erwähne. Wenn das Würmchen nach links zeigen soll, zeigt auch der Leitfaden nach links und auch der Swimmingpool und der Iglu wird auch nach links gelegt. Dass man einen YouTube-Kanal auch abonnieren kann, das hast du ja bestimmt schon 1000-mal gehört. Meinen Kanal kann man natürlich auch abonnieren und das kostet gar nichts. Jetzt fädle ich die Perle auf meine beiden mittleren Fäden. Dazu probiere ich erstmal mit einer Stecknadel, ob das Loch überhaupt durchgängig ist oder irgendwelche Widerstände innen drin hat. Weil das Loch sehr klein ist, wachse ich mein Fadenende mit Bienenwachs. Der erste Faden geht noch relativ einfach durch. Dann drehe ich diesen ersten Perlenfaden ein bisschen auf und lege den zweiten so dazwischen und drehe wieder zu, dass nichts mehr vom zweiten Faden absteht. Den nächsten 70 cm Faden mittig oben einspannen, neben mein Würmchen. Dann knote ich diese beiden Fäden, die aus der Perle kommen, mit Rippenknoten an. Und zwar musst du die Fäden richtig gut festziehen,
damit deine Perle richtig eingeklemmt wird und richtig fest sitzt. Dann machst du das Würmchen mit den 8 Halbschlägen nach beiden Seiten. Die Würmchenschlingen jetzt nach unten legen. Jetzt drehe ich mein Werkstück um 90 Grad. Mit beiden Knotfäden noch einen Halbschlag nach innen machen, denn wir knoten jetzt die Knotfäden innen zusammen mit einem Iglu-Knoten. Dazu legst du den rechten Faden über den linken und machst mit dem rechten ein Iglu. Das sieht man jetzt nur nicht so gut, weil er steil nach unten geht. Einmal und das gleiche noch einmal. Iglu und Faden durchziehen. Sehr fest anziehen. Der mittlere Knotfaden geht jetzt unter dem äußeren Faden drunter durch und knotet um diesen einen Rippenknoten nach außen, einen vertikalen Rippenknoten. Das gleiche auf der anderen Seite. Einen 50 cm Faden zur Mitte falten und vertikal auf die mittleren Fäden knoten. Den obersten Faden unter den zweitobersten drunter legen und mit diesem Faden einen Knoten um den zweitobersten herumknoten. Wir stecken eine Stecknadel in die Ecke, damit man einen Widerstand hat, und dieser Leitfaden wird jetzt wieder zurückgelegt und der Faden, der von oben kommt, knotet wieder einen Rippenknoten auf diesen Leitfaden. Der Leitfaden wird jetzt zum Knotfaden und knotet auf den mittleren Leitfaden. Das gleiche auf der anderen Seite. Der oberste wird heruntergeholt, unter dem zweiten durch, der zweite wird Leitfaden und du machst einen Rippenknoten darauf. Der Leitfaden biegt jetzt um die Ecke, um eine Stecknadel herum. Und der Faden, der von oben kommt, macht einen Rippenknoten darauf. Der Leitfaden knotet jetzt auf den nächsten inneren Faden, der jetzt Leitfaden wird, einen Rippenknoten. Als nächstes machst du mit diesen beiden inneren Knotfäden einen Iglu-Knoten.
Wenn du das Bild vom Ring genau anschaust, dann siehst du in der Mitte diese beiden Iglu-Knoten. Rechts und links davon siehst du eine Rippe, also ein Würmchen, durchgehend herunterlaufen. Diese Rippe entsteht durch vertikale doppelte Halbschläge. Den mache ich jetzt. Mein Knotfaden aus der Mittelrippe wird jetzt zum Leitfaden und ich knote den Faden, der von oben kommt, mit einem Rippenknoten drauf. Danach mache ich noch einen halben Schlag nach oben mit einem Iglu und einen nach unten mit einem Swimmingpool. Ich stecke eine Nadel in die Ecke, mein Leitfaden biegt um die Ecke, der Faden, der von oben kommt, knotet einen Rippenknoten drauf und danach noch einen Halbschlag nach oben mit einem Iglu und einen nach unten mit einem Swimmingpool. Dann knotet dieser Leitfaden wieder auf die Mittelrippe. Wenn die Mittelrippe nicht so ganz gerade ist, dann ziehst du einfach kräftig an diesem Leitfaden, dann richten sich die Schlingen wieder sauber aus. Nadel in die Ecke und ich knote einen Rippenknoten, einen vertikalen, auf die Mittelrippe. Ich knote die Mittelrippe der anderen Seite vertikal und dann gehe ich mit dem Knotfaden nach außen, der wird jetzt Leitfaden. Ich mache einen Rippenknoten darauf, einen Halbschlag nach oben, einen nach unten. Ich stecke meine Nadel in die Ecke, der Leitfaden biegt um die Ecke. Ein Rippenknoten, einen Halbschlag nach oben, und einer nach unten. Wenn man die Nadeln ganz reinsteckt, hat man es nicht ganz so schwer. Und ich knote wieder auf den Leitfaden der Mittelrippe. Jetzt mache ich mit diesen mittleren beiden Fäden wieder einen Iglu-Knoten. Und knote noch einmal auf die Mittelrippe mit diesen Iglu-Knotfäden. Die Iglu-Knotfäden gehen unter diesen Leitfaden der Mittelrippe und ich mache jetzt diesen Rippenknoten nach außen. Dann wird mein Knotfaden der Mittelrippe wieder Leitfaden und ich mache nochmal so einen Bogen, diesmal einen kurzen Bogen. Jetzt lege ich diesen Knotfaden zum Leitfaden dazu. Ich ziehe erst so ein bisschen nach oben, dass die Schlinge schön unten zu liegen kommt. Und dann umknote ich beide mit diesem Leitfaden der Mittelrippe. Zweimal. Und der Knotfaden tauscht unten durch und ich mache noch einen Rippenknoten nach innen. Das gleiche wiederhole ich auf der anderen Seite.
und nochmal ein Iglu-Knoten. Der Iglu-Knotfaden knotet jetzt einen Rippenknoten nach außen und dann eine kleine Halbschlagskette mit 4 Halbschlägen. Nach innen, nach außen, nach außen, nach innen, nach außen. Diese gewachsenen Polyesterfäden sind so steif, dass die ein Eigenleben haben und sich nicht immer so in die Kurve legen wollen, wie das gut wäre, dass man gut erkennen kann, was ich mache. Den linken Knotfaden lege ich jetzt zu den beiden Leitfäden dazu. Die 3 werden ab jetzt gemeinsam umknüpft mit dem rechten Knotfaden. Der knotet zuerst nach innen, dann geht er unter den 3 unten drunter durch, knotet nach außen, dann wechselt er wieder unten drunter durch auf die andere Seite, macht wieder einen Rippenknoten nach rechts und wieder unten durch, einen nach außen, jetzt ist die nächste Reihe fertig, jetzt gehst du wieder unten durch und machst 2 Rippenknoten nach links. Wichtig bei den Vertikalen ist, dass du immer zuerst mit dem Knotfaden unter dem Leitfaden drunter durchgehst und dann erst deinen Rippenknoten machst. So machst du jetzt weiter, bis du fast deinen halben Fingerumfang geschafft hast. Und zwar von der Mitte der Perle abgemessen. Also du brauchst ungefähr 3,5 cm von der Perlenmitte ab. Auf der anderen Seite wiederholst du jetzt das gleiche Muster ab Minute 6,46. Das Werkstück auf links drehen und feststecken. Dann die beiden Leitfadengruppen jeweils miteinander verknoten ganz am Ende, dass man weiß, welche Leitfäden zusammengehören. Ein Faden ist kürzer, also musst du den Knoten an der Stelle machen, dass dieser kürzere Faden noch mit dabei ist. Auf der einen Seite hast du ja 2 Leitfäden und auf der anderen 3. Du hast also ungleiche Päckchen. Die Leitfadengruppen werden ja behandelt wie ein einzelner Faden. Auf der anderen Seite machst du genau das Gleiche. Du knotest die zusammengehörigen Leitfäden mit einem einfachen Knoten zusammen. Möglichst weit hinten. Jetzt legst du diese beiden Ringbänder aufeinander zu und legst die Leitfadenpäckchen übereinander. Das Dreierpäckchen von unten rechts legst du zum Zweierpäckchen, das von oben rechts kommt, und das Zweierpäckchen von unten legst du auf das Dreierpäckchen, das von oben kommt.
Jetzt machst du deine vertikalen Reihen weiter über beide Leitfadenbündel. Vergiss nicht, dass der Knotfaden immer zuerst unten drunter durchtauscht, auch unter diesen beiden Bündeln. Und ein doppelter Halbschlag nach außen. Die Knoten sind jetzt ganz praktisch, dann können dir deine Leitfäden nämlich nicht mehr herausrutschen, sobald du den ersten Halbschlag gemacht hast. Und nochmal eine Reihe zurück. Bei der zweiten Reihe geht es schon sehr viel einfacher. Und jetzt wenden wir den Ring und machen auf der anderen Seite genau das Gleiche. Die Leitfäden liegen jetzt schon aufeinander, kommen unten aus dem gleichen Loch heraus. Diesmal ist unser Knotfaden auf der rechten Seite. Wir gehen unter beiden Bündeln hindurch, die wir aufeinander gelegt haben, machen einen doppelten Halbschlag nach links. Nochmal unten durch und nochmal nach links. Und nochmal eine Reihe zurück nach rechts. Der Knotfaden tauscht unten drunter durch und macht einen doppelten vertikalen Rippenknoten nach rechts. Dass ich hier jetzt viel mehr Leitfäden habe wie am Anfang des Ringbandes, das fällt nachher überhaupt nicht auf, aber es trägt dazu bei, dass dein Ring sehr stabil wird und du ihn leichter anziehen kannst, ohne dass er sich verdreht. Jetzt ziehen wir die beiden Leitfadengruppen gegeneinander zusammen. Zuerst muss ich einzeln ziehen an einem Bündel. Ich ziehe immer abwechselnd auf beiden Seiten, damit sich nichts verknotet. Nicht am Knotfaden ziehen, mit dem du die letzten Knoten gemacht hast. Die erkennst du daran, dass sie einzeln sind und sehr kurz. Jetzt kannst du an beiden Leitfadenenden ziehen, dann gehen die letzten Schlaufen noch nach innen rein. Dann modellierst du dein Ringband noch ein bisschen gerade hin, dass du ein schönes Band hast. Beim Abschmoren musst du dann sehr vorsichtig arbeiten, weil mehrere Fäden zusammen geben, wenn man sie abschmort, schneller eine offene Flamme und werden dann schwarz. Ich habe da manchmal zu wenig Geduld und dann habe ich halt einen dunklen Fleck, was mich nicht so stört, weil es ja sowieso niemand sieht, wenn man den Ring anhat. Jetzt kannst du alle Restfäden abschneiden und verschmoren. Wenn du Makramee richtig gut lernen willst, dann machst du am besten das gleiche Modell mehrmals, bis du es richtig gut kannst. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Projekt.